kennengelernt in Graz beim Studium. Jeder von uns hat einzeln sein Instrument studiert und wir haben auch in verschiedenen Konstellationen schon zusammen Kammermusik gemacht. Und dann haben wir gedacht, wir drei würden doch gut zusammenpassen und haben uns zusammengeschlossen und schnell festgestellt, dass wir eine besondere Energie hatten zu dritt. Also wir haben die Chance und die Zeit gehabt, zusammen irgendwas zu probieren und um zu testen, ob wir menschlich, auch musikalisch zusammenpassen. Und ja, zum Glück, Gott sei Dank, hat bei uns ziemlich gut funktioniert. Und das ist eine tolle Gelegenheit, die man nach dem Studium schwer wiederfindet und hat uns eine tolle Basis gelegt für unser jetziges Schaffen. Schubert, dieses Trio in S-Dur war ein Stück, das uns von Anfang an begleitet hatte. Und wir haben es dann über die Jahre unseres gemeinsamen Miteinanderspielens immer wieder gespielt, immer wieder aufgeführt, haben jedes Mal entdeckt, dass wir es anders sehen, dass wir irgendwo wieder von vorne anfangen, aber auf einer höheren Stufe. Das Stück hat uns eine neue Welt aufgemacht. Wir haben durch das Stück die Möglichkeiten, die Vielfältigkeiten und natürlich auch Komplikationen der Kammermusik kennengelernt. Und jetzt nach 9 Jahren haben wir gedacht, ja, nehmen wir doch das Stück mal auf und dann schauen, was wir gelernt haben in diesen 9 Jahren, was die Änderung ist. Speziell bei Schubert ist so diese Sprache der einzelnen Figuren, wenn die einfach stimmt und wenn die Wörter quasi richtig ausgesprochen sind, dann ist der ganze Text schon viel klarer. Und dann auch natürlich in Kombination mit dem Faksimile, mit dem wir uns intensivst beschäftigt haben, auch bei der Aufnahme. Das ist schon aus musikalischer Sicht eine Offenbarung, die da passiert, weil es ist wirklich man kann sich vorstellen, wenn man einfach mit einem computergedruckten Blatt Papier, Arial 12 Punkt, da seinen Text schreibt, das ist ziemlich neutral und noch aussagelos. Sind die Noten gestochen geschrieben? Ist es eher eine flüchtige Handschrift? Geht es hier nach vorne? Ist es hier wild? Ist es hier eher zurückhaltend getragen? Ist es majestätisch? Oder wie ist ein Spiccato zu spielen? Und da kann man aus der Handschrift einfach so viel lesen, was man im Druck einfach nicht mitbekommen kann. Den Zugang zu diesem Notenmaterial zu haben, das ist schon sehr, sehr toll und war für uns einer der wesentlichen Punkte auch, quasi jetzt zu sagen, okay, das ist vielleicht nochmal das, was jetzt unsere Aufnahme ausmachen soll. Besonders im zweiten Satz vom S-Dur-Trio spürt man die Unerbittlichkeit des Schicksals und des Todes. Es fängt schon an mit dem Klavierthema. Die Unausweichlichkeit ist darunter der Boden und darüber ist dieses Cello-Thema, das vom Leben singt. Und gerade im Angesicht des Todes ist das Leben besonders wertvoll. Und das spürt und hört man in dieser Musik besonders.
Schubert hat die beiden großen Trios und das Notturno in seinem letzten Lebensjahr geschrieben. Man könnte sagen, es ist sehr spät, aber er war 30. Er wusste schon einige Jahre, dass er nicht mehr lange leben wird und hat eine unglaubliche Schaffenskraft gehabt in dieser Zeit. Und für mich sind diese Klaviertrio-Werke alle geprägt von dieser unglaublichen Lebensfreude und gleichzeitig einem Gefühl der Ewigkeit, einem Gefühl vom Jenseits, einem Gefühl von einer anderen Welt. Es herrschen für mich gleichzeitig mehrere Stimmungen in dieser Musik. Es ist nie ein eindeutiges Gefühl. Es sind verschiedene Gefühle gleichzeitig. Es sind Gefühle vom Diesseits und vom Hier und von einer anderen Welt.